kommt eigentlich der interessante Teil, nämlich die Alterung. Ich leite den Alterungsprozess eigentlich immer mit einem dunklen Washing ein. Eine Frage, die oft gestellt wird, ist, wie viel Verdünner da jetzt der Farbe muss oder wie ich das mache. Das kann ich aber nicht beantworten, weil ich das immer nach Gefühl mache und natürlich Augenmaß. Ich hocke da nicht dran und mische ich einen Teil Farbe, 3 Teile Verdünner oder so. Macht es einfach so lange, bis es passt. Das ist ja immer unterschiedlich, weil zum Beispiel ein dunkleres Modell kann man ruhig kräftigeres Washing machen. Bei so einem hellen wie hier braucht eher was leichteres. Das ist einfach von Fall zu Fall unterschiedlich, das kann man nicht verallgemeinern. Hier das Washing, was ich mir hier angemischt habe, das besteht einfach aus der Ölfarbe und diesem Verdünner, das ist geruchloses Turpentin. Das Washing betont einfach die Vertiefungen und dadurch erscheint das Modell dann wesentlich plastischer. Das Washing ist jetzt getrocknet. Das dauert für gewöhnlich ziemlich lang, also in dem Fall wirklich 24 Stunden. Ich finde, es bringt das Modell einfach zum Leben, auch die Tiefe und so, sieht wirklich gut aus. Vor allem eben an dem Zimmerit, das macht schon was her. Als nächstes kommt dann das Chipping. Zunächst aber werde ich das Modell, also vor allem die Kanten, nochmal mit der Grundfarbe trocken malen. Das ergibt dann so einen abgegriffenen Eindruck an den Kanten und das ist ja eigentlich auch schon Teil vom Chipping sozusagen. Anderer Effekt von diesem Trockenmalen ist, dass das Washing noch stärker betont wird, weil man praktisch in den tiefen Vertiefungen ist es dunkler und an den Erhebungen heller und inzwischen drin halt die normale Farbe. Der Effekt von diesem Trockenmalen wird jetzt in der Kamera wahrscheinlich nicht so gut sichtbar sein, aber ich verspreche euch, der Effekt ist da und es ist eben eine sehr subtile Art, dem Modell noch mehr Tiefe zu verleihen und auch schon das Chipping ein bisschen vorzubereiten. So, für das Chipping mische ich Anthrazit und Eisen zusammen zu so einem dunklen Metallton und dann werde ich mit dem Q-Tip da ein bisschen Farbe aufnehmen und dann vor allem die Kanten vorsichtig betupfen, sodass dann also kleine Sprenkler entstehen, die dann wie Lackschäden aussehen. Wichtig ist in dem Fall aber, dass man nicht mitten auf dem Zimmerit so Lackplatzer macht, weil das Zimmerit ja eine Schicht ist und praktisch nicht metallisch ist. Also man muss da andere Bereiche bevorzugen. Also höchstens hier oben an der Kante, aber nicht mittendrin. Das sollte nicht sein.
eigentlich ist aufgebracht. Und was jetzt da eine gute Ergänzung dazu ist, sind diese Rostspuren, die eben da, wo das blanke Metall rausscheint, entstehen, wenn dann Regenwasser und so drauf kommt. Und es wird dann auch immer so ausgeschwemmt nach unten. Das habe ich hier schon mal in die Spur gemacht. Und die werden wir jetzt ganz sachte über das Fahrzeug verteilen. Zu viel darf man nicht davon machen, das sieht ein bisschen übertrieben aus. Nur an ein paar Stellen, wo es gut aussieht, und das passt dann schon. Bei jeder Alterung gilt eigentlich, weniger ist mehr. Betrieben sieht es einfach schlecht aus. Lieber wegen weniger, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. So, für die Rostspuren empfiehlt sich ein ganz feiner Pinsel. Das ist ein 3.0 Pinsel von Italeri. Der eignet sich da eigentlich ziemlich gut dafür. Weil sonst hat man da so riesenbreite Rostspuren, das ist auch nicht gut. Man braucht da eigentlich ganz dünne Linien. Wo wir schon gerade beim Rost sind, der Auspufftopf hinten muss auch noch verrostet werden. Dafür verwende ich dann gern Pigmente, und zwar von Vallejo oder Vallejo oder ja, wie die spanische Aussprache ist, weiß ich auch nicht genau. Ich glaube eher, das heißt Vallejo. Und dann MIG Pigmentfixer. Zuerst befeuchte ich den Auspuff mit ein bisschen Pigmentfixer. Muss jetzt nicht triefend nass sein, einfach bloß ein bisschen benetzen. Und dann fangen wir mal an mit den Pigmente. Erstmal mit dem dunkleren Ton, das ist Brown Iron Oxide. So. Da jetzt einfach ein paar Pigmente aufnehmen, die bleiben da am Pinsel gut hängen. Und dann da ein bisschen so drüber stäuben. Da fällt jetzt auch viel daneben, aber die Pigmente geben so viel aus, da muss man jetzt nicht sparen. So. Und danach einen helleren Rostton, das ist Burnt Sienna. Auch dasselbe Spiel, oder? Pigmente aufnehmen und drüber stäuben. Ein paar Rußspuren, wäre jetzt auch nicht schlecht, dafür verwende ich auch von Vallejo Natural Iron Oxide. Es bleibt immer sehr schlecht hängen, aber den Effekt muss man auch nicht übertreiben. Vorne am Geschützrohr kann man auch ein paar Rußreste machen. Pigmente kann man auch ohne Pigmentfixe verwenden. Würde ich bloß empfehlen, später eine Schicht Klarlack drüber zu ziehen.
Mir mein Tape versauen. Was? Willst du mir mein Tape versauen? Ja, was gibt's? Das läuft schon, gell? Das weißt du. Ist egal. Es wird dann stumm gestellt. Das Gras kannst hinter auf die Himbeer. Ja, wer sagt, dass ich heiß mähe? Das hat sich so angehört, weil... Ja, nee, ich mähe halt morgen oder so. Ja, ich weiß nicht, ob morgen der Sonne noch mitmacht. Weil der sagt ja, aber der Regen jetzt. Weiß. Hat sich so angehört, ich weiß. Aber... Ich hab das nicht so gemeint. Ich hab gemeint, ich tu morgen mähen. Ja, gut. Wenn es am Morgen regnet, dann mäht morgen nicht. Ja, mähen nicht. Ja, aber dann blockst du halt nicht bis dann, wo du mähen kannst. Aber Ja, mir das wurscht. rentiert sich.